Ramadan Tag 4. Ich bin nicht aufgestanden. Ich habe so lala geschlafen. Die Kids mit Hikmet haben ein bisschen verschlafen. Deswegen haben die ganz schnell zum nächtlichen Frühstück nur Eier, Bananen und Datteln gegessen. Aber ja, immerhin besser als nichts. Ich glaube, ich mache den heute Abend wieder diese Overnight Oats, weil das hat denen sehr gut geschmeckt. Das dann nehme ich dann ready, dann können sie sich das auch schnell machen. Das war das nächtliche Frühstück für die. Und ja, die Zeit rennt, ich sag's euch, ne? Also wie gesagt, meine Nacht war auch so ein bisschen durchwachsen. Und dann bin ich aufgestanden und dann, ja, alles nimmt Zeit. Am Handy sitzen, dann noch hier ein Reel hochladen, hier noch das machen, hier noch dies machen. Es nimmt alles Zeit. Und jetzt legen wir los und ich will mich heute nicht stressen. Ich sage das jedes Mal und am Ende gerate ich immer in Hektik. Aber ich merke, ich muss ein paar Gänge runterschalten, weil wenn ich so weitermache, dann ist am Ende des Ramadans, weiß ich nicht, dann brauche ich, glaube ich, kurz vor der Geburt erstmal nochmal die letzten Wochen irgendwie Urlaub oder so. Keine Ahnung. Oder am Ende Ramadan kommt das Kind dann schon. Töbe, töbe, wollen wir mal nicht hoffen. Ich muss die Sache ein paar Gänge runterschalten. Wir haben Suppe von gestern. Das heißt, wir machen heute keine Suppe. Wir haben noch eine halbe Focaccia, aber ich habe in den Kommentaren gelesen, da hat mir jemand empfohlen, und zwar das Fladenbrot aus dem Thermomix. Und dann dachte ich, vielleicht mache ich das denn. Wo sind denn meine Rezeptliste? Das dauert ja nicht so lange. Also ich finde es immer gut, den Teig länger ruhen zu lassen. Also ich bin immer dafür, dass der Teig länger ruht. Gerade auch so bei Fladenbrot und Focaccia, habt ihr gesehen, ich habe das gestern ja auch, ich glaube 3 Runden habe ich nicht mal geschafft. Eigentlich 3 bis 4 Runden, so jede halbe Stunde bis den Teig dehnen und falten. Dann wird der richtig schön fluffig. Und die Focaccia, obwohl ich das nur 2-mal gemacht habe, ist trotzdem richtig schön fluffig geworden. Und das würde ich bei dem Rezept auch noch machen. Sollte eigentlich klappen. Was stand denn hier? Wo habe ich denn das jetzt gespeichert? Ah, hier haben wir es ja. Meine Güte. So 3 kleine Pide. Wenn hier steht 3 kleine Pide, mache ich ein großes Pide. Weil ich habe schon geguckt, 3 kleine Pide, das wären insgesamt 680 Gramm Mehl. Und ich habe gestern ja 1 Kilo Mehl benutzt und habe ein runde, fette Focaccia gemacht. Das heißt für mich, ich würde ein Backblech nehmen und dann ein großes Fladenbrot Backblechgröße machen. Ja, und hier steht insgesamt 2 Stunden dauert das ganze. Vorbereitung 15, Gesamt 2, weil du den Teig ja auch ruhen lässt und so weiter. Aber ich lasse den ja auch länger ruhen. Wir haben es jetzt 3:15. 3, 4, 5. Ja, also ich mache den auf jeden Fall um 4:30 diesmal in den Ofen, damit der Teig auch noch kurz ausruhen kann nach dem Backofen, ist besser. Okay, wir starten jetzt damit. Dann habe ich ja noch ein bisschen Pierogi-Teig übrig und auch ein bisschen Füllung. Dann würde ich vielleicht den Rest auch noch jetzt noch machen. Dann gibt es den auch noch so als Beilage daneben. Und da dachte ich, heute ein bisschen was Fleischiges. Gestern waren wir ja vegetarisch. Dann machen wir heute, dachte ich, einfach ein paar Buletten. Ich mache die voll oft so runde, nicht Klöße sind nicht, so runde Fleischbuletten aus dem Ofen. Ich hau da nämlich immer so ein bisschen Gemüse und so mit rein. Die werden richtig saftig. Ich gucke nur, ob ich die mit Soße mache oder ohne Soße lasse. Und dann, ja, können die Kids wieder Salat schnippeln und Reis mache ich dazu. Oder Bulgur? Bulgur oder Reis? Reis oder Bulgur? Bulgur oder Reis? Ich guck mal. Also, ja, die Kids können auch wieder die Bulettchen, Klößchen, Fleischbällchen, ja, Fleischbällchen können die Kids dann wieder rollen. Den Salat können die auch schnippeln. Das heißt, ich mache jetzt nur den Teig und ich gucke mal, vielleicht mache ich jetzt die Pierogi nochmal, damit die nicht ganz so dünn werden wie gestern. Wie gesagt, hier benutze ich auch wieder Dinkelmehl, ne? Also das ist man immer so ein bisschen anders, aber Focaccia mit dem Dinkelmehl hat ja super geklappt, nur die Pierogi waren ein bisschen schwierig, ne? Aber das habe ich schon nachgelesen, dass bei Dinkelmehl, ne, der neigt dazu sehr weich zu werden, der verarbeitet sich ein bisschen schwerer als jetzt mit Weizenmehl, aber gut, das kriegen wir alle hin. Milch. Ja, ich habe auch schon nochmal, genau, ich habe gesessen, Online-Einkauf wieder gemacht, dann kommt morgen wieder ein bisschen Einkauf. So für die nächsten Tage habe ich schon ungefähr so ein Bild, was ich so kochen will. Also für die nächsten 2, 3 Tage weiß ich auf jeden Fall schon, was ich so machen möchte. Das ist immer ganz praktisch und ansonsten, ja, ist das immer alles ein bisschen spontan. Ihr könnt mir ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr dann so jetzt im Ramadan kochen tut. Ein bisschen gegenseitige Inspiration. Hefe. Man, da sagt zum Beispiel 30 Gramm Hefe, frische Hefe. Das ist ein bisschen viel. Ich habe gestern für die Focaccia, glaube ich, 20 genommen. Ich würde jetzt auch nur 20 nehmen, weil das ist ja nicht mal 1 Kilogramm Mehl. Wir müssen uns ja nicht immer an die Rezepte halten, ne? Ich halte mich nie an Rezepte. Ich
Ich wandle immer was um. Aber da bin ich mal gespannt, weil Fladenbrote habe ich letztes Jahr auch gebacken. Da habe ich hier, falls ihr euch erinnern könnt, auch so ein Fladenbrot mit einer Langteigruhe. Also wirklich, wo der Teig ja auch 24 Stunden geruht hat. Das war auch nicht schlecht, das Rezept. Kann ich auch mal wieder die Tage machen. Ach, ich mache immer wieder mal irgendwas anderes. Immer wieder mal ein bisschen experimentieren. Mal so, mal so. Aber ich will jetzt halt auch öfters eher so eine Focaccia oder so ein bisschen ja, Fladenbrot backen. Da muss der Hikmet nicht immer losfahren, aber gerade so im Ramadan, normalerweise essen wir eigentlich gar nicht so viel Fladenbrote, aber gerade so im Ramadan ist das irgendwie mit Suppe, irgendwie immer unsere Vorspeise, passt das immer ganz gut. Für die Fleischbällchen habe ich hier jetzt mageres Rindfleisch und jetzt habe ich hier im Thermomix alles klein gemacht. Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Karotten sind dabei, Paprika und dann ist hier auch schon die Eier sind schon mit drin, das Paniermehl und die ganzen Gewürze. Normalerweise ist das Rezept ja so, dass man das eben im Thermomix alles mischen kann mit dem Hackfleisch zusammen. Aber da ich das jetzt hier verdoppelt habe, passt es dann nicht rein. Deswegen mache ich immer sozusagen alles außer das Hackfleisch und mische es dann nochmal mit der Hand durch. Und dann können die Kids das Ganze formen. So könnt ihr auch, wenn ihr kleinere Kinder habt, die nicht so gerne Gemüse essen, so könnt ihr auch denen ein bisschen Gemüse unterjubeln. Ist jetzt zwar nur Paprika und Karotten, aber ihr könntet da auch noch ein bisschen Zucchini mit reinmachen. Ich finde, durch diesen Gemüseanteil werden die Fleischklöpse einfach noch mal so weicher und saftiger und ideal für den Ofen geeignet eben. Ja, mein Hackfleisch ist noch nicht ganz aufgetaut. Das doch hier in die Mitte und beide daran. So, guck mal, ist das nicht logischer? Aber guck mal, jetzt für dann, warte mal, wenn so 3, 4 Klöpse übrig bleiben, dann will ich jetzt auch kein neues Blech. Also ihr könnt eigentlich hier vielleicht noch dazwischen ein bisschen was quetschen, ja, oder? Aber in die Reihe. Aber weil die schrumpfen ja beim Kochen so, weißt du? Genommen? Ne. Mit Löffel war besser. Mit Löffel? Der war zu groß und der ist immer so stecken geblieben. Okay. Ich glaube, das ist ganz gut. Ohne viel zu ziehen, weißt du, weil sonst wird es wieder so dünn hier. Mhm. Sondern einfach nur so lassen. Dann sind die auch nicht so groß wie gestern. Okay, dann mache ich so. Guck mal, interessant. Ja, was denn dünn mit gestern war.
Bin zu dünn ausgerollt. Du riechst, ne, weil da so Quark und Dings drin ist. Das riecht hier so lecker. Tofu will alles essen. Nein. Hier, Tofu. Halt! Nein. Nein. Oh Gott, bitte die Hand hochhält. Nein, die Hände bleiben unten. Die Hände vor allem. Die Pfoten. Sorry. Mein Kind, sie hat Hände. Oh, ich muss das Flodenbrot. Flodenbrot. Das Flodenbrot. Flodenbrot, Kinder, jetzt gerade Flodenbrot. Oh, das ist ja hässlich geworden. Ja. Tofu, komm, mach mal ein Modelbild fürs Thumbnailbild. Wo ist denn Rana? Wieso? Rana? Oh, das sieht aber gut aus. Tite mit Dinkelmehl, geht doch.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Çok güzel diyorlar yani. Sizin yaptığınız şey masaya yemek olarak gördün mü? Was ihr gemacht habt, ist jetzt auf dem Tisch als Essen. Und da kannst du stolz drauf sein. Ich habe alle Informationen. Oh, that looks delicious. Für mich bitte ein extra großes, fettes Ich Stück. glaube, das ist das Größte. Ist das schon das Größte? Ramadan Tag 4. Gut, dass dieser Kalender da steht. Sie kommen schon durcheinander. Guck mal, wie die Zeit rennt, ne? Tag 4 neigt sich dem Ende. Maryam hat übrigens gestern Abend schon den Nachtisch gemacht. Habt ihr gesehen? Ein richtig leckerer, saftiger. Ich weiß nicht, was das für ein Kuchen ist. Ich glaube, der nennt sich Nutella-Kuchen. Ist auf jeden Fall ein Schokoboden. Den hat sie auch ein bisschen mit Milch getränkt. Und dann ist das so eine Sahne-Mascarpone-Vanillecreme. Und dann halbiert sie die und in den einen Teil kommt dann ein bisschen Nutella rein. Dann ist es halt einmal eine weiße Schicht und einmal eine Schoko-Haselnussschicht. Und dann hat sie obendrauf noch eine Ganache gemacht, ne, aus geschmolzener Schokolade und Sahne. Hat sie das gleiche nochmal mit weißer Schokolade gemacht, um dieses Muster reinzumachen. Sehr lecker, war aber sehr mächtig. Ich wollte ja ein großes Stück, aber das hat richtig reingehauen, das zeige ich euch. Aber sehr, sehr lecker. Hat auch irgendwie so einen Geschmack, fand ich so, hatte was so Bueno-mäßiges. So, wenn die Cremes sich so verbunden haben und die Ganache, aber sehr, sehr lecker. Genau, das gab es halt eben zum Nachtisch. Ach, das Fladenbrot aus dem Thermomix. Das ist ein sehr schönes Rezept. Hat mir wirklich gefallen. Ich habe ja das Dinkelmehl verwendet, 630er. Ansonsten, ja, ich habe auch 10 Gramm weniger Hefe reingemacht, als wie es im Rezept steht. Trotzdem super schön fluffig geworden. Und es ist mehr wie dieses Südlepide, also wie ein Milchpide. Weil das außen auch nicht so kross ist, also das Fladenbrot, was ich so letztes Jahr gemacht habe, das war ja außen eher richtig kross und innen dann fluffig und das ist halt so ein Rezept, was halt so komplett fluffig ist, aber geschmacklich sehr, sehr lecker. Also das werde ich, denke ich, mal regelmäßig machen, weil ich meinte auch, also Hikmet muss nicht jedes Mal Fladenbrot kaufen. Ja, erstens Fahren, Spritkosten und kostet auch Geld, ne? Warum? Das kommt doch viel günstiger und das ist auch schnell gemacht. Die Spülmaschine ist fertig. Ja, kommt doch viel günstiger und du hast viel weniger Zutaten. Ne? Trotzdem hast du ja auch wenn du es vom Bäcker kaufst und so, die Sachen sind ja alles, ne? Da benutzen Mehlbehandlungsmittel, was alles da noch so drin steckt. Also es ist immer besser, selber zu machen. Also ich fand das sehr gut und dieses eine große Fladenbrot, das reicht auch so für uns als Beilage für die Suppe vollkommen aus. Von daher fand ich das gut. Ich dachte, ich denke mal, ich probiere mal vielleicht das nächste, dass ich dann weil das war Milch, komplett, also statt Wasser war komplett Milch drin. Deswegen meinte ich, das war mehr wie dieses milchige Südlepide, nennt man das auf Türkisch. Ich würde das mal probieren mit Kefir drin. Mal gucken, wie das dann wird. Also ich liebe es ja immer so Rezepte, die schon so da sind, die aber dann halt eben umwandeln, finde ich immer sehr gut. Ja, und nach dem Essen wieder halt so stressig. Das ist dann immer so eine richtig stressige Zeit, ja, weil das ist dann immer so Essen vorbereiten, machen und tun und parallel ist eigentlich dann schon das Video da, was mir die Victoria schickt und dann ist es halt so, ich habe dann gar keine Zeit, mir das anzugucken,
zu gucken, ob noch was geändert werden muss und dann muss ich es hochladen und dann erst nach dem Essen habe ich Zeit, beziehungsweise während des Essens gucke ich dann schon das Video und dann sind doch noch irgendwie irgendwelche Sachen, die ich dann geändert haben will und bis ich ihr dann das mitteile und sie das schneide und nochmal hochlade, dann denke ich mir, geht es halt schneller, wenn ich das dann nochmal mache, weil das nimmt halt auch immer nimmt halt Zeit. Wisst ihr? Ich muss halt immer so diese Dateien alle in dieses Programm packen und dann muss ich auch immer so lange auch wach bleiben, deswegen mache ich das auch jetzt direkt, weil ja manchmal dann das Internet abstürzt oder so und dann sind die Dateien nicht vollständig, also es ist schon ein bisschen nervig. Also es ist zwar gut, dass ich die Hilfe habe, aber trotzdem das mit diesen Dateien hochladen und sie schneidet das Video und sie muss das da hochladen, damit ich mir das nehmen kann und ich muss mir runterladen und dann wieder auf YouTube hochladen. Also es ist wirklich, dennoch bleibt voll viel Arbeit. Parallel versuche ich natürlich auch auf Instagram aktiv zu sein und da auch ein Reel zu posten und so. Deswegen, ja, nimmt doch alles ganz schön viel Zeit, muss ich sagen. Ich muss jetzt morgen auch unbedingt früh aufstehen, weil ich auch noch, ja, Werbung und so für Instagram abfilmen muss. Also ja, that's the life from a Content Creator, sage ich euch. Das ist ja nicht mal so easy. Also die das ja machen, aber parallel keine Großfamilie haben zum Versorgen, für die ist es definitiv easy. Das ist ein easy Job. Aber so mit allem drum und dran, was man noch alles hat, wird es nicht ganz einfach. Gib mir auch noch ein kleines Stück. Jetzt ist schon wieder wie viel Zeit vorbeigegangen? Schon über eine Stunde, ne? So, ich mache jetzt hier fertig. So, wie gesagt, deswegen hatte ich jetzt auch nicht mal geschafft. Eigentlich, wir wollen ja auch ein bisschen so Chai and Talk machen, ne? Vielleicht bei dem nächsten Video. Könnt ihr ja mal gerne, wenn ihr wollt, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr ja die hier schon mal zum Beispiel hinterlassen. Dann kann ich ja mal gucken, dass wir vielleicht so im nächsten Video so ein bisschen quatschen. Falls ihr Fragen habt, also haut sie gerne raus und dann gucke ich mal, dass ich die demnächst dann auch beantworte und hoffe, euch hat der kleine Einblick von unserem Ramadan-Tag 4 gefallen und ich hoffe, wir sehen uns morgen schon beim nächsten Video wieder. Also vergesst auch nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten findet ihr die ganze Ramadan-Reihe in der Playlist Ramadan, ne? Jetzt hier 2026. Falls ihr die anderen Videos noch nicht geschaut habt, schaut gerne vorbei und bis morgen.